Oh hey, random. Hast du nicht erst mal vor kurzem schon über eine Adult Swim Show gesprochen? Wieder schon wieder eine. Ach, klein Sammy, kann ich nicht über irgendeine Show reden, die ich etwa reden müsste? Nein, kannst du nicht. Du musst mehr Variety reinbringen, du dummer Ass. Okay, ich lasse das mal lieber unkommentiert. Anyway, diese Segments werden auch immer bizarrer und bizarrer. Und wenn wir schon über bizarr reden, reden wir doch mal über Adult Swim, ein US-Programmblog von Cartoon Network, was so einige Sams, unbekannte Hits, also auch ein paar der populärsten Shows schlechthin über die Jahre hervorgebracht hat. Und eine Show, die immer und immer mehr an Popularität wächst, wäre dabei Smiling Friends. Eine Show, die mittlerweile ihre dritte Staffel beendet hat und auch etwa eine große Zukunft auf sich hat, zumindest meiner Meinung nach. Verrückt zu denken, dass ich über die Show zum ersten Mal vor 3 Jahren gesprochen habe und die Popularität ist nur astronomical gewachsen. Aber naja, snacken wir nicht etwas zu lang rum und wie immer, Disclaimer vorweg, hierbei ist es nur meine Meinung. Falls ihr eine andere habt, lasst ihr mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Und falls ihr Vorschläge habt für andere Adult Swim Shows, die ich etwa mal einen Blick geben sollte, schreibt die doch gerne in den Kommentaren. Anyway, alle Disclaimer wurden disclaimed, legen wir mal los mit dieser Review. Und beginnen wir doch mal mit dem Hintergrund dieser Show. Smiling Friends ist die Kreation von Creators Zach Hadel und Michael Cusack, die nicht nur unsere Main Characters Pim und Charlie, als auch viele der anderweitigen Charaktere in dieser Show die Stimme leihen, nein, auch etwa die kreative Leitung dieser Show sind und vermutlich auch das für eine lange Zeit bleiben wird. Zumindest hoffe ich das. In Smiling Friends verfolgen wir die titelgebenden Smiling Friends, hierbei größtenteils symbolisiert von Pim und Charlie, die mehr oder weniger unsere Main Characters hier sind, als auch natürlich etwa ihre Kollegen wie zum Beispiel Alan, Clip und natürlich ihren Boss, Mr. Boss, der ein fantastischer Charakter ist. Diese zaubern mehr oder weniger, beziehungsweise wollen mehr oder weniger ein Lächeln auf das Gesicht ihrer Kunden zaubern. Und das für keine Kosten. Wie nett von denen. Dabei ist die Show eine pure Comedy. Und eine der besten Adult Comedies aus den letzten Jahren, wenn es um die Cartoon-Szene so wirklich geht. Und da es sich hier natürlich um eine Comedy handelt, ist es auch kein Wunder, dass wir uns erstmal um die Comedy dieser Show widmen. Und dabei gibt es 2 primäre Humorrichtungen bzw. Angehensart und Weisen, die diese Show nimmt, um ihren Humor von sich zu ziehen. Erstens, die Show bringt etwa einen wundervollen Internethumor in eine TV-Show rüber, ohne dass diese Sache sich jemals geforst angefühlt hat. Viele Shows, vor allem wenn es um Cartoons geht, die versuchen irgendwie den Sinn an Humor des Internets wiederzuspiegeln, fallen oftmals am Kopf, da sie nie wirklich etwa die Essenz davon so richtig verstehen. Es fühlt sich immer corporate an und eher mehr so, als hätte ein Executive ein Meme gesehen, es ist super populär aktuell und gesagt, Senkens, bring dieses Meme in die Show rein. Mir ist es scheißegal wie, es muss einfach drin sein. Das wird uns bestimmt viel Kohle bringen. Das hat man mit Smiling Friends nicht. Denn Zach Hadel und Michael Cusack, man kann einfach merken, dass das etwa Kinder bzw. Leute sind, die mit dem Internet aufgewachsen sind und wirklich etwa ein gutes Verständnis haben für die Internetkultur. Aber natürlich, das ist etwa nicht zu sagen, dass die Show pur einfach nur an den Sinn an Comedy des Internets sich ranwächst. Nein, die Show bietet auch viele andere Gags und man muss auch etwa die Referenzen zu zahlreichen Internet-Dingen, sei es nur Memes, Inside-Jokes oder sonstiges nicht verstehen, um einen guten Lacher von den meisten zu kriegen. Manche sind natürlich etwa witziger mit einem bestimmten Wissen, aber die meisten funktionieren auch wirklich gut für sich selber. Die andere Humorrichtung, die diese Show wundervoll rüberbringt, wäre dabei eine gewisse Absurdität mit einer Prise Awkwardness zusammengemixt. Sprich, eine Comedy, die sich größtenteils aus unangenehmen Situationen mit einer gewissen Absurdität herausziehen. Gutes Beispiel dafür wäre etwa die Finale-Episode von des Mr. Frog Arcs, wo er am Ende dieser Episode zu seinem Vater zurückkehrt und diese mehr oder weniger ein Hart-to-Hart miteinander haben und ihn, sein Vater, etwa sehr viel über den Kopf rüberwirft und das sehr unangenehm wirken kann. Eine wundervolle geactete Szene, die sehr viel Herz hat, aber für den einen oder anderen, mich inkludiert, extrem witzig ist auf eine Art und Weise, die nur schwer in Worte zu fassen ist. Ich meine, schaut ihr euch einfach diese Szene an, wie dieser Actor in grün gepaint worden ist und wie er etwa diese ernste, emotionale Szene rüberbringt gegenüber eines sehr cartoony, cartoon
Frog macht diese Szene einfach sehr witzig. Und generell diese sehr awkward Momente, wo wir etwa mehr oder weniger sehr realistische Gespräche oder Smalltalk kriegen mit unseren Charakteren, bringt überraschenderweise viel Comedy in diese Show. Natürlich gibt es auch andere Art und Weise, wie diese Show Comedy rüberbringt, sei es nun Spartan-Humor, sei es nun paar Running Gags oder auch einfach nur random Humor manchmal. Aber diese zwei Humorrichtungen, die ich im genaueren Detail mir angeschaut habe, sind mehr oder weniger die großen goldenen Kronen dieser Show. Zugegeben, der Artstyle von Smiling Friends ist jetzt nicht das Schönste. Und das kann man eigentlich etwa größtenteils von jeder Adult Swim Show erwarten. Die meisten dieser Shows sind etwa jetzt nicht etwa ein Schmaus für die Augen. Was aber ein Schmaus für die Augen ist wie immer etwa verschiedene Animationsstile, Artstyle oder sogar auch Mediums in diese Show reinbringt. Ich habe so etwa die Live-Action-Segments mit Mr. Frog's Dad erwähnt, aber wir haben auch etwa Momente mit Stop-Motion, mit 3D-Animationen, mit anderweitigen 3D-Animationen und so viel mehr. In vielen Aspekten erinnert mich das an The Amazing World of Gumball, eine Show, die ich übrigens schon auf dem Channel davor reviewed habe, Who's Juiced, die auch wundervoll verschiedene Mediums, Animationsstile und Co. in eine Welt cohesive reingebracht hat. Generell zu sehen, wie man diese verschiedenen Art und Weisen von Animationen reinbringt, ist einfach nur ein Blast hier. Egal ob jetzt nun etwa Quimbly, ein Charakter, der mehr oder weniger die Polygon-Ära von der PS1 mehr oder weniger reflektieren soll, oder. Auch die Charaktere können wirklich überzeugen, sei es nun der ein wenig pessimistische, aber am rechten Fleck mit seinem Herz Charlie, den fröhlichen, manchmal vielleicht naiven Pim, Clap, der eben Clap ist, und natürlich auch Alan, jemand, der ein bisschen bitter ist, aber immer einen guten Lacher, beziehungsweise immer einen guten Joke von sich bringt. Und mein Favoritcharakter aus dieser Show, Mr. Boss. Zugegeben, Mr. Boss ist ein interessanter Fall, denn ich denke, wenn dieser Charakter zu viel Exposure kriegen würde in dieser Show, würde etwa ein wenig sein Charme runterfallen. Und ich hoffe wirklich, dass wir etwa in der Zukunft nicht zu viel Mr. Boss kriegen. Ich meine, die dritte Staffel hatte vermutlich das meiste an Mr. Boss, das wir überhaupt gesehen haben. Aber dennoch wurde es etwa relativ gut gebalanced. Und ja, es ist doch etwas schön zu sehen, was diese Show so anders macht, beziehungsweise einen schönen frischen Wind in Adult Cartoon Comedies reinbringt. Denn auch wenn die Show natürlich ihre bissigen Momente, Witze, was auch immer zu sich hat, so doch ist diese Show dank ihrer Co-Prämisse und dank ihres Tones eine Show, die sehr optimistisch manchmal sein kann. Und das ist auch etwa eine schöne Erfrischung mit der Abundance an zynischen Adult Cartoon Comedies, die eben dieses Genre von sich gegeben hat. Viele sind manchmal einfach viel zu zynisch. Und natürlich, manche dieser zynischen sind genial einfach nur. Aber nach einer Dauer und nach einer Übermaße ist so ein frischer Wind eine schöne Veränderung. Smiling Friends ist eine Show, die extrem populär ist. Und ich denke nicht, dass diese Popularität in den nächsten paar Jahren weggehen wird. Wenn schon, denke ich, dass dank der dritten Staffel die Show so viel mehr Augen auf sich gebracht hat wie noch nie. Und mit einer vierten und fünften Staffel confirmed bin ich sehr gespannt, wie sie das etwa umsetzen und wie lange die Show sich halten kann, sowohl von ihrer Qualität als auch in ihrer Popularität. Ich hoffe natürlich, dass diese Show einen guten Run hat, aber auch nicht etwas zu lang läuft. Ich denke, die meisten Comedies oder Shows, die einen zum Lachen bringen wollen, haben nicht etwa diesen Faktor für immer zu laufen, wie zum Beispiel ein Doctor Who oder. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie lange etwas Smiling Friends angehen wird. Vermutlich dank seiner Popularität und Beliebtheit für eine große Weile, aber naja, wer weiß das auch schon. Aber anyway, mich würde nun eure Meinung interessieren. Kanntet ihr schon Smiling Friends? Vermutlich. Aber habt ihr diese Show etwa einen Versuch gegeben? Oder findet ihr, nein, das ist absolut nicht meins? Schreibt auch all eure Gedanken zu dieser Show in den Kommentaren herunter. Und anyway, das war's auch schon von mir. Wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Euer Random oder so ähnlich. Bye bye.